Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange, Episode 3, Chaos Theorie. Und ich nehme das jetzt schon mittlerweile zum dritten Mal auf und sage meinen gleichen Text zum dritten Mal, weil das erste Mal es geleckt hat, das zweite Mal ging mein Wecker an und ich musste weg und dann hat sich der PC aufgehangen. Dankeschön übrigens nochmal. Ich bin ein bisschen angepisst gerade und naja, aber ich habe trotzdem Lust, das Spiel zu spielen und ich hoffe, dass sich meine Stimmung jetzt wieder etwas erfreulicher wird, während ich das Spiel weiterspiele. Damit erstmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange und ja, viel Spaß. So, wir lesen das zuerst. Ich muss nur mal als kleine Warnung jetzt nebenbei was trinken, weil ich ein bisschen krank bin. Ich habe so Schluckbeschwerden. Das kennt bestimmt jemand, so leichtes, also Angina-Zeugs, ne? Aber ich habe trotzdem Lust aufzunehmen und so schlimm ist es nicht. Deswegen kann ich auch noch aufnehmen und eigentlich ist das Wichtigste nur, mich abzulenken und jetzt lenke ich euch vom Spielgeschehen ab. Es tut mir leid. Rachel Amber Profil. Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht. Frank, das war jetzt gerade das Beste, was ich sagen konnte. Es war eine Mischung aus Englisch und Deutsch. Frank. So irgendwie ganz komisch. Okay, wir einigen uns auf Englisch. Frank und Rachel treffen sich wieder. Rachel meidet ihr Wohnheim. Verfolge Rachel zum Leuchtturm. Der ist echt irgendwie sehr seltsam, dieser David. Arcadia Bay Polizeibericht. Fallnummer 678 bzw. 678. Zuständiger Polizist Anderson Barry. Ereignisbericht. Rachel Amber, 18, wurde um 14:35 Uhr an der Blackwellakademie wegen Besitz von Rauschgift abgeholt. Dieser Vorfall wurde von David Mädchen, Campus-Sicherheitschef, gemeldet, der bezeugte, dass sie versucht hat, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder sicherzustellen. Der zuständige Polizist wurde dazu aufgefordert, Miss Amber zu befragen, die mit Drohung und Verweigerung antwortete. Ihre Tasche wurde gefunden und enthielt diverse illegale Pharmazeutika. Siehe angeheftete Seite für mehr Details. Okay. Ich denke, die war nicht unbedingt super brav, sag ich mal, wie Chloe halt. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Ja, hätte. Kate geht den gleichen Weg in jeden Unterricht. Was daran jetzt verwerflich sein soll, weiß ich nicht unbedingt, weil ich gehe auch immer den gleichen Weg zur Schule. Ich meine, das ist, es ist einfach so. Kate und Dana dabei belauscht, wie sie vor allem wie, nein, jetzt hab ich mich auf Englisch geeinigt und sag wie, also das geht gar nicht, sorry. Ich sollte mich vielleicht nicht mehr auf Englisch konzentrieren, sondern eher auf Deutsch. Egal, wir machen es jetzt mit Englisch weiter und hoffen, dass es klappt. Kate und Dana dabei belauscht, wie sie sich über Lieferungen für Vortex Club Party gesprochen haben. Drogen. Kate mit ihrer Gebetsgruppe beobachtet. Sie kennt ihre Bibel. Kate braucht auf der Toilette länger als andere Schüler. Drogen. Gesehen, wie Kate Jefferson nach dem Unterricht hilft. Traue keinem Mann mit Spitzbart. Kate zog sich seit der Vortex Club Party zurück. Nicht mal in der Kirche. Drogen. Versucht mit Kate über die Party zu reden. Sie ist erschrocken und weggerannt. Schuldig. Ich finde, der geht da ein bisschen zu schnell vor. Also Drogen, schuldig. Also das ist irgendwie... geht das mir viel zu schnell bei dem. Ich glaube nicht, dass Kate Drogen nimmt. Das glaube ich wirklich nicht. This is so wrong. Oh, creepy bastard. Und wir sind natürlich auch auf der Abschussliste, weil wir ja mit Chloe jetzt rumhängen und scheinbar einen schlechten Einfluss auf sie haben, obwohl es, glaube ich, eher andersrum ist. Aber gut. Max Caulfield Profil, Max Online-Spitznamen, Mad Max, Max Factor, Engel der Nacht. Ich weiß bloß nicht, woher das Ganze weiß. Ich meine, uns nennt doch nur Warren so. Und woher weiß der, wie Warren uns im Internet und so nennt? Das finde ich voll gruselig. Also irgendwie, ich würde mich gestalkt fühlen. Und das ist ja... Nein, ich finde das ja gruselig, doch. Maxine Caulfield, Schülerin. Die Nummer lese ich jetzt nicht vor, denn das würde mir zu lange dauern, bis ich das entschlüsselt habe. Max Stundenplan. Oktober, Woche 2, Schuljahr 2013-14. Okay. I better tell Chloe about this now. It's just one more thing to make her sad. And Ja. mad. Dann probieren wir das Ganze mal mit Chloe aus. Hallo, da sitzt sie ja schon. Ich würde bloß lieber weggehen, weil hier Joyce da in der Nähe ist. Können wir noch mal reden? Ja. Dann lass mich doch auch bitte reden. Danke. I should know that Chloe can't get through an hour without creating drama. Ja, Chloe ist aber wirklich nicht unbedingt die beste Tochter. Das, ja. Nice breakfast. David, you back already?
I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taking over the campus. Do you know for sure it was Blackwell students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. Must be nice to be suspended and have some free time off Blackwell. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras, so he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? So, das ist jetzt eine eigentlich eindeutige Entscheidung, denn ich finde, Chloe hat recht, natürlich. Und sie ist unsere Freundin. Und deswegen würde ich gerne Chloe zustimmen. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even threatened me. I do respect your service, but you don't respect anybody. You were smoking pot in Chloe's room. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh, you're turning on me now, huh? Of course. Women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home, David. Paid for and in my name. You know the law, right? Oh, I thought I knew a lot of things. Like when I'm outflanked. Have a nice day. Chloe, for once, just please shut up. Das war nicht Joyce unbedingt... doesn't hate me for tearing into David. War nicht unbedingt die Reaktion, die ich mir erhofft hatte. Ich rede mal mit denen und dann spule ich mal zurück und guck, was dabei rauskommt. Max, don't beat yourself up. David earned this all by himself. Understand? Sie gucken so traurig. Ich glaube, wir haben die Familie jetzt komplett zerstört. Hallo? I don't want to see or hear you again, Max. You've hurt me and my family enough. Und er ist auch voll gebrochen. Also, wenn man ihn sonst so kennt, er ist gebrochen. Und Chloe ist bestimmt happy, ne? Das finde ich aber falsch. Ich spule zurück. Max, that gave me chills. And you better not rewind this one. Doch, tut mir leid, das ist... Ich will die Familie damit nicht kaputt machen. Also zurück und wir probieren das Ganze mit David nochmal aus. Oh, ich muss lange spulen. Geht das nicht ein bisschen schneller? Ja, doch. Und zu Ende gespult. Und dann machen wir das Ganze nochmal. La la la. Diesmal können wir auch ein bisschen vorspulen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir was entscheiden müssen. Und wir stimmen David zu. Wie ihre Augen gerade geblitzt haben. Habt ihr das gesehen? So, David zustimmen. Listen, we don't know that David did anything, and nobody has any proof against him. As far as we know, it's Nathan Prescott who's the real threat so far. I would cut David slack here. Oh, would you? How generous, King Max. So suddenly it doesn't matter how shady David has been acting. Or that he keeps all those weird files on your classmates. Or how you're always going off on how creepy David Enough! is. I don't want anybody being accused of anything. There's been too much of that crap going on around here lately, and I don't want it in my home today. Well, I agree with that. Now, if you all don't mind, I'd like to forget about work and sit down and eat some of this incredible grub. I have to take a dump. Are you coming, Max?
So, sie ist sauer natürlich, klar. Wäre ich auch, Maybe I wenn... would do easy on David for Joyce's sake. Thanks again for defending me, Max. But this is my family now. Max, I appreciate you sticking up for David and our family, even if Chloe doesn't. Können wir das vielleicht Chloe erklären? Thanks for letting me down again, Max. Why can't you just rewind so I don't have to see you defending that asshole? Nee, tut mir leid, das lasse ich jetzt so, weil ich will die Familie echt nicht zerstören. Listen, when I went through David's laptop, I found pictures of Rachel and Frank being more than friends. Right, no way, Max. She was just posing to tease Frank. If you're not gonna believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's that gonna prove? Frank has Rachel's bracelet. What else does he have in there? Motherfucker better not have anything. For his sake. Let's check the door. Frank gets so wasted, he sometimes forgets to lock it. Ist er das? Sieht ihm ähnlich. Also es könnte er sein. I can't believe you hung out with him. Not anymore. We have to be casual ninjas here. Shitballs. Okay, here's the plan. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have his money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank he needs to check out his RV, and then you rewind after you get the key, and... Chloe, I got this. I'll be right back. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt. Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys. So, Pause genutzt, um erstmal was zu trinken. Möglichst leise. Ich glaube, ist mir aber doch nicht ganz so gelungen. Wir können es ja dann mal mit dem Öffnen probieren. Max. Cujo ahead. Locked. Cujo, wie geil. So, wir haben aber... die Mission finde ich tatsächlich ein bisschen gefährlich. Oh, Dad. Maxine, Papa hier. Es tut mir leid, dass ich mich nicht früher gemeldet habe. Ich weiß, dass deine Mutter sehr stolz auf dich ist, dass du das Mädchen gerettet hast. So wie ich. Es macht uns so stolz, über dich in den Nachrichten zu lesen und Videos zu sehen, auf denen du dieses Mädchen vom Dach steigst. Und wenn du jetzt zum Erholen nach Hause kommen möchtest und vielleicht zu einer anderen Highschool hier in der Nähe gehen willst, ist die Türe weit offen. In Liebe, Papa. Danke, Papa. Hier ist was ganz schön anstrengend, aber ich bin nicht bereit, nach Hause zu kommen. Wir sprechen, Max so. Also wir sprechen später, ja. Wir haben eine tolle Familie eigentlich. So, die sich so um Sorgen macht und so. Will sie was essen? I hope she finds a nice T-bone to keep the doggy busy. Ach so. Ach so, für den Hund. So, ich habe gelesen, dass man hier 2 Fotos bekommen kann. Also im Hauptmenü, als ich das nachstellen musste, konnte ich mir Episoden angucken. Und hier gibt es 2 Fotos, soweit ich weiß. Hier ist noch ein toter Vogel. Ja, die sehen wir jetzt auch ganz gehäuft. Was denn für Fotos haben wir hier? Also so ein... Es sieht aus wie ein Wohnwagen oder wie ein Auto. Oder? Ich weiß nicht. Es sieht immer noch aus wie ein aufgeschlagenes Buch, finde ich. Es könnte auch ein Wohnwagen sein. Und hier haben wir... irgendwas. Und da haben wir eine Feder und eine Ameise. Wir probieren es einfach mal aus. Können wir den Vogel nochmal angucken? Tornadoes, snowfall, eclipses, now dying animals. Holy shit. Hier haben wir auch noch einen toten Vogel. Oh, die tun mir voll leid. Aber, irgendwas passiert hier noch. Irgendwas wird hier noch sehr abgehen, sag ich mal. Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. Hi. Good morning. How are the fish today? Don't ask. First the snow, then an eclipse. What's next? A tornado? Ja, ich hoffe nicht. I hope not. Could be worse. We could get one of those California quakes. True. Well, I'm feeling a little dizzy now. Hope you catch the big one today. I better. Too late to switch careers now. See you around, kid. Danke für das Gespräch. Und ich musste schon wieder was trinken. Weil beim zunehmenden Reden wird es einfach
nicht besser, sage ich mal. Aber ich möchte so gerne spielen. That would be cool to be a trucker for a while. Always on the road. Hey, how's it going? Peachy. Interview over. Having a bad day at the office? Work is dried up around here, and I have bills to pay. Time is money to a guy like me. That sucks. Wish I could drive right out of Arcadia Bay. Whole town is crumbling. Snow, eclipse, and a slut trying to commit suicide. Maybe you should leave then. What if I could? Hell, even that shifty Rachel What's-Her-Face asked me once if I'd drive her to Los Angeles. You knew Rachel Amber? Can you tell me about her? Nope. Christ, why don't you get a real job instead of homework? I'd love to see you Blackwell turds try to drive my 1977 Needham 18-wheeler out there. Like I said, interview over. Ah, wir haben neue Gesprächsoptionen. Vielleicht erstmal mit Zurückspulen versuchen und jetzt reden. Hallo? Hey, how's it going? Peachy, interview over. Actually, I wanted to ask if that's your bitchin' 1977 Needham 18-wheeler out there. How the hell did you know that? My friend Rachel Amber told me about this cool rig in town because I love taking pictures of truckers. You knew Rachel. She sure didn't give a rat's ass about truckers. Or real work. Oh, so you must have known her too? Only from the diner. She was just a gold digger. She belonged in California with all those you-know-who-know-whats. Good riddance. But you can take pictures of my truck anytime. Take care. Cool, danke. Dann, das heißt, wir können das Foto machen. Nope, I don't want to go there. Doch, du willst aber ein Foto I machen. made the trucker happy, and I get to photograph this bitchin' 1977 Needham. Cool. That's a big 10-4, Max. Und das war jetzt bestimmt das Foto, was ich nicht identifizieren konnte, ne? Dieses komische, ja, genau. Cool, dann haben wir das auch geschafft. Dann geht's jetzt weiter. Mit dem Trucker haben wir geredet. Mit dem können wir nicht reden, schade. Können wir hier weitergehen oder sagt sie, da möchte sie nicht hin? Nope, I don't want to go there. Okay. Da möchte sie nicht hin. Die Stadt sieht irgendwie ziemlich alt aus. Als wären wir hier nicht in der neumodischen Zeit. Oh Gott, Maus, bitte. Hier haben weitere Oh. Ach, davon können wir ein Foto machen. Ominous. Sieht aber cool aus irgendwie. Ja, sonst würde ich mir das Foto noch gerne angucken. Dann haben wir die 2 Fotos von hier auch geschafft. Nee, Moment. Das haben wir noch gar nicht. Jetzt haben wir es. Ich sollte vielleicht immer ein bisschen warten. Das sieht so cool aus. Jetzt haben wir nur noch das, aber das finden wir, glaube ich, gar nicht. Es sieht irgendwie tatsächlich aus wie dieser Tornado, der auf uns zukommt. Vielleicht ist das ein Zeichen für ein Tornado, genau. Ach, die Obdachlose, mit der haben wir letztens schon mal gequatscht. Hi. Hey, how are you? I remember you. Max, can I get you something from the diner? I heard about that girl almost jumping off the Blackwell roof. It's been a sad week. Doesn't even matter that I got expelled from Blackwell. Maybe you're better off. But you're so damn young. Oh, if I could go back and be your age again. I truly wish I could help you. You did the last time you talked to me. Now you look like you could do with help of your own. Just to find some answers. I'm probably a bigger snoop than you. People pretend to not see me. So I see everybody and everything. Oh, vielleicht kann sie uns ja helfen. Ich glaube, ich bräuchte am meisten Hilfe momentan natürlich bei Frank, aber bei Nathan, weil der ja wirklich, der ist so undurchsichtig. Du kannst bei dem wirklich nichts wissen, weil niemand irgendwas über ihn veröffentlichen würde, weil alle Angst vor ihm haben, ne? Das ist, also wäre Nathan für mich gerade, die hat die oberste Priorität. Was ich gerade noch sagen würde, ist es irgendwie die Lebensphilosophie von Menschen, dass man, wenn man alt ist, gerne wieder jung sein möchte und wenn man so klein ist, sagt, oh, ich will endlich erwachsen sein und so und oh nein, schlimm sowas. Also wir brauchen Hilfe bei Nathan. Including Nathan Prescott?
That spoiled shit just has a bad aura, as we used to say. He also drugged the girl who tried to jump. Sounds like you know a lot more than me, child. I just think Arcadia Bay is in trouble. Maybe you'd like to tell me what you're hiding. Ich erzähle erstmal die Wahrheit und guck dann, ob es Konsequenzen hätte. I feel like I can trust you as much as Chloe. Genau, das kommt You nämlich auch wouldn't vor. think I'm crazy. Too late for me to judge anybody. Plus, you're not crazy. I'm just gonna say this. I had a vision of Arcadia Bay being destroyed by a tornado. For real. Could be. Bad mojo is in the air this week. Thanks for the warning, Max. Harte Konsequenzen. Ich meine, wir haben ihr nicht zu viel gesagt. Ich glaube, ich lasse das so, weil die... war das ein Fehler? Old women on the street like that. Nice world. Aber richtig. Ich hoffe echt, das war jetzt kein Fehler. Was wirklich durchaus sein könnte, denn ich habe mir meine Folgen natürlich nochmal angeguckt, jetzt beim Rendern und so. Und da ist mir Folgendes aufgefallen, nämlich in Nathans Akte stand, er arbeitet mit Obdachlosen zusammen. Mit wem haben wir gerade gesprochen? Einer Obdachlosen. Also, wir haben jetzt das Problem, wenn sie Nathan mag, was hoffentlich nicht der Fall ist, dann wird sie ihm wahrscheinlich erzählen, dass wir hier ein bisschen schräge Sachen über ihn erzählen, was wir dann natürlich ein schlechtes Licht auf uns rückt, genau. Und Nathan kann uns ja sowieso schon nicht leiden, weil wir ihn verpetzt haben, weil er uns erwischt hat, dass wir im Baderaum waren und so. Nathan wird hier noch ein riesengroßes Problem, sag ich euch. Aber hoffentlich kann sie ihn nicht leiden, weil sie meinte, ja, ich kenne ihn. Und wenn sie ihn nicht leiden kann, kann sie natürlich durch Nathans Arbeit mit ihr noch einiges über ihn herausfinden. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Falls ihr euch über meine Stimme wundert, ich bin krank, während ich die Outcard hier spreche. Ja gut, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Dann bis dahin und ja, macht es gut. Ciao.